Dialog 1. Hier noch ein paar interessante Zahlen zur ehrenamtlichen Arbeit in Deutschland. Wussten Sie, dass sich rund 29 Millionen Menschen ehrenamtlich engagieren? Viele von euch schauen unsere Videos, ohne den Kanal zu abonnieren. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, abonniert den Kanal, hypt dieses Video und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das hilft uns wirklich sehr. Danke. Sie machen das im Durchschnitt etwa 2 Stunden pro Woche. Und wo engagieren Sie sich? Die meisten, und zwar fast 4 Millionen, findet man in den Sportvereinen. Dort trainieren sie nicht nur Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sondern kümmern sich auch um die Finanzen und die Verwaltung. Und dafür bekommen sie meistens kein Geld. Auf Platz 2 folgt der Bereich Kultur. 2,5 Millionen Ehrenamtliche helfen in Kulturvereinen, in Museen, unterstützen bei der Organisation von Veranstaltungen, machen Musik und Theater. Der soziale Bereich steht auf Platz 3. 2,4 Millionen betreuen alte und kranke Menschen im Alltag, unterstützen Migrantinnen und Migranten oder sind in der Hausaufgabenhilfe aktiv. Fast genauso viele Menschen, und zwar 2,3 Millionen, engagieren sich in der Kita oder der Schule ihrer Kinder. Für unsere Umwelt, also im Natur- und Tierschutz, sind fast 2 Millionen Menschen im Einsatz. Und 800.000 Menschen sind Sanitäter oder freiwillige Feuerwehrleute. So viele Menschen sind für andere da. Und wie ist das bei Ihnen? Dialog 2. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Sendung Darüber müssen wir reden. Unser Thema heute heißt Freiwilligendienste. Zu Besuch bei uns ist Matteo Grassi. Matteo Grassi kommt aus Italien, aber er lebt schon lange hier in Freiburg. Er arbeitet im städtischen Krankenhaus als Krankenpfleger und er betreut die jungen Menschen, die dort ihren einjährigen Bundesfreiwilligendienst leisten. Herr Grassi, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herr Grassi, Sie haben mir vor der Sendung erzählt, dass Sie selbst als Freiwilliger gearbeitet haben. Ja, genau. Nach dem Abitur in Italien habe ich 12 Monate Freiwilligendienst in einem Krankenhaus in Konstanz gemacht. Aus privaten Gründen, ich habe hier nämlich meine Freundin kennengelernt, bin ich danach in Deutschland geblieben und habe hier eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Und jetzt arbeite ich schon fast 5 Jahre hier. Ich wusste gar nicht, dass auch Menschen aus anderen Ländern am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen können. Ja, das wissen viele nicht, aber es ist so. Der Bundesfreiwilligendienst steht nicht nur Menschen aus Deutschland offen. Allerdings muss man Deutsch können, denn die meisten Anbieter fordern das Niveau A2 oder B1. Für mich war das kein Problem, denn ich habe schon in der Schule Deutsch gelernt. Was ist die Motivation der Leute, die bei Ihnen einen Freiwilligendienst im Krankenhaus machen? Die meisten Freiwilligen beginnen ihren Dienst, nachdem sie die Schule abgeschlossen haben. Sie wollen ausprobieren, wo ihre Stärke und Schwächen liegen. Und sie wollen Einblicke ins Arbeitsleben bekommen, bevor sie sich für eine Berufsausbildung oder ein Studium entscheiden. Dafür ist ein Freiwilligendienst gut geeignet. Da haben Sie sicher recht. Viele junge Leute wissen ja gar nicht, was sie nach der Schule machen sollen. Genau. Und außerdem, und das ist besonders wichtig, lernt man bei einem Freiwilligendienst mit anderen umzugehen. Man begegnet vielen anderen Menschen, man lernt im Team zu arbeiten. Das sind soziale Kompetenzen, die nicht nur im Beruf sehr nützlich sind. Ich denke, das Jahr kann auch dabei helfen, selbstständiger zu werden. Denn so ein Freiwilligendienst ist auch gut für die eigene Entwicklung. Das stimmt. Und in welchen Bereichen arbeiten die Freiwilligen bei Ihnen? Ist das immer nur die Krankenpflege oder bieten die Krankenhäuser auch andere Tätigkeiten an?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, die Freiwilligen im Krankenhaus arbeiten nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Verwaltung und in der Technik. Das klingt alles sehr interessant. Und man hört viel von den positiven Seiten und Erfahrungen. Aber ist das immer so? Naja, das Wichtigste ist, dass die Freiwilligen gut betreut und gut auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Daher bekommen alle Freiwilligen Seminare mit Fortbildungen. In der Regel sind das 25 Tage pro Jahr. Die Teilnahme daran ist Pflicht. Bei uns im Krankenhaus finden außerdem regelmäßig Gesprächskreise statt. An diesen Gesprächen sollen auch die Freiwilligen teilnehmen. Diese Gespräche sind kein Muss, aber sie helfen. Denn dort können die Freiwilligen über ihre Erlebnisse sprechen. Der Alltag im Krankenhaus ist nämlich nicht immer leicht und verlangt viel. Das finde ich gut. Aber leider kommen nicht alle Freiwilligen damit zurecht und hören nach wenigen Wochen auf. Da haben Fortbildungen und Gespräche wohl nicht geholfen. Was sind die Gründe dafür? Ja, leider gibt es immer wieder Personen, die ihren Freiwilligendienst vorzeitig beenden. Man muss aber sagen, dass das Problem in den meisten Fällen nicht bei den Freiwilligen selbst liegt, sondern bei den Einrichtungen, in denen sie arbeiten. Wie meinen Sie das? Werden die Freiwilligen schlecht betreut? Werden sie nicht richtig auf die Aufgaben vorbereitet? Nein, das ist es nicht. Das Problem ist, dass es nicht genug Fachkräfte gibt. In Krankenhäusern, in Heimen für Senioren und Menschen mit Behinderung und in Kindergärten werden schon jetzt viele Überstunden gemacht. Wenn dann eine Pflegerin oder ein Erzieher krank wird, helfen die BUFDIs, also die Bundesfreiwilligen, und übernehmen manchmal ihre Arbeit. Wie bitte? Die Freiwilligen machen die Arbeit von Pflegern. Ist das denn erlaubt? Das ist natürlich verboten. Ich achte daher darauf, dass das bei uns nicht passiert. Aber ich habe schon von diesen Fällen gehört. Wichtig ist auch, dass die Freiwilligen auch Urlaub nehmen. Wie andere Berufstätige haben sie Anspruch auf Urlaub. Bei einem Bundesfreiwilligendienst sind das mindestens 24 freie Tage pro Jahr. 24 Urlaubstage, das ist nicht schlecht. Und wie sehen die Arbeitszeiten im Bundesfreiwilligendienst aus? Das ist ein Vollzeitjob mit ca. 39 Stunden pro Woche. So eine lange Arbeitszeit, daran muss man sich sicher gewöhnen, besonders wenn man gerade erst aus der Schule kommt. Ja, schon, aber man gewöhnt sich schnell dran. Denn es ist was anderes, ob man praktisch arbeitet oder stundenlang zuhört und lernt. Ja, das ist wohl richtig. Und nun eine ganz andere Frage. Kann denn jeder einen Freiwilligendienst machen? Im Prinzip ja. Es gibt keine speziellen Voraussetzungen. Wer die Schulpflicht erfüllt, also nicht mehr zur Schule gehen muss, kann an freiwilligen Programmen teilnehmen. Also in der Regel ab dem Alter von 16 Jahren. Man braucht auch keinen bestimmten Schulabschluss. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus? Werden die freiwilligen Helferinnen und Helfer im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr oder im ökologischen Jahr bezahlt? Ja, aber da es sich um ein freiwilliges Engagement handelt, bekommen die Freiwilligen nur ein Taschengeld. Zurzeit sind das maximal 600 € monatlich. Manchmal ist es aber weniger. Oh, das ist dann aber nicht sehr viel. Nein, wirklich nicht. Aber zusätzlich bieten viele Einrichtungen dem Freiwilligen noch ein Zimmer und/oder Essen an oder zahlen die Fahrtkosten. Aber das ist leider nicht immer so. Bei der Finanzierung des Freiwilligendienstes
muss sich noch einiges verbessern. Ja, da haben Sie recht. Da kann man den Politikern immer wieder nur sagen, gebt den Freiwilligen mehr Geld. Dem kann ich nur zustimmen. Herr Grassi, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir konnten bei den Hörerinnen und Hörern Interesse am Freiwilligendienst wecken. Dialog 3. Willkommen zu unserem monatlichen Gesprächskreis für Ehrenamtliche. Die meisten Ehrenamtlichen, die sich hier regelmäßig austauschen, kommen ja aus unserer Stadt und dem Umkreis. Heute hat Manuela ihre Freundin Alice aus der Schweiz mitgebracht, die gerade bei ihr zu Besuch ist. Alice kommt aus Bern, aus der deutschsprachigen Schweiz, und hat sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen als Freiwillige in den Schweizer Bergen zu sprechen. Nach dem Vortrag könnt ihr Alice auch Fragen stellen. Alice, du hast das Wort. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. In meinem Vortrag geht es um das Thema Freiwilligendienste in den Schweizer Bergen. Zuerst berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen. Dann spreche ich über die Situation in den Schweizer Bergen und die verschiedenen Möglichkeiten, wie man dort freiwillig helfen kann. Anschließend gehe ich auf die Vor- und Nachteile dieses Engagements ein und sage meine Meinung. Beginnen möchte ich mit meiner persönlichen Erfahrung. Meine ersten Erfahrungen mit freiwilliger Arbeit habe ich schon während der Schulzeit gesammelt. Wir haben als Schulklasse zusammen mit unserem Biologielehrer im letzten Schuljahr vor der Matura, das ist das Schweizer Abitur, eine Woche lang Weiden und Wälder gesäubert und neue Bäume gepflanzt. Seitdem helfen meine Freundin und ich fast jeden Sommer mindestens eine Woche bei Projekten mit. Wir räumen Steine und Äste von Weiden weg und wir kümmern uns um Wanderwege. Warum machen wir das? Wir lieben die Berge und wir möchten unseren Urlaub sinnvoll gestalten und nicht nur Touristen sein. Ich möchte nun über mein Heimatland, die Schweiz, sprechen. Dort engagieren sich mehr als 40% der Menschen ehrenamtlich. Das ist eine beeindruckende Zahl. Neben dem Engagement im sozialen Bereich sind Einsätze in den Bergen sehr beliebt. Es gibt verschiedene Organisationen, die die Freiwilligen vermitteln. Man kann sich nicht nur als Einzelner für einen Einsatz melden, sondern auch als Gruppe oder Schulklasse, wie wir das damals mit unserem Biologielehrer gemacht haben. Manchmal nehmen ganze Kollegien einer Firma an solchen Einsätzen teil. In der Regel helfen die Freiwilligen bei der Pflege von Weiden, Wanderwegen und Bergwäldern. Oder aber sie unterstützen Bergbauernfamilien bei der Arbeit im Stall, im Haushalt oder bei der Betreuung der Kinder. Viele Bergbauern brauchen auch Hilfe beim Heuen, denn das Heu, also das Futter für die Tiere, kann man in den Bergen nur in Handarbeit ernten. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen. Die Wälder in den Bergen müssen gepflegt werden, denn sie sind ein Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Und sie schützen die Dörfer und Städte vor Steinschlag und im Winter vor Schneelawinen. Außerdem brauchen die Bergbauern in der Schweiz Unterstützung, denn nur so können sie weiter auf ihren Höfen arbeiten und müssen nicht in die Städte abwandern. Die freiwillige Arbeit in den Bergen hat aber auch für uns persönlich viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist, dass man bei der gemeinsamen Arbeit viele Kontakte knüpft. Und man kann auch seine Französisch- oder Italienischkenntnisse auffrischen. Große Teile der Schweizer Alpen liegen nämlich in der französischsprachigen Schweiz oder im Süden, wo man Italienisch spricht. Positiv ist auch, dass man viel über Ökologie lernt. Es gibt jedoch ein kleines Problem. Bei manchen Projekten kann man nur mitmachen, wenn man in der Schweiz wohnt. Wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr euch nach den Voraussetzungen erkundigen. Andere Nachteile sehe ich persönlich nicht. Allerdings ist ein Arbeitseinsatz körperlich sehr anstrengend
und man hat kein freies Wochenende und keine freien Tage. Aber ich finde trotzdem, dass es sich lohnt, ein paar Tage sein normales Leben zu verlassen und in einer ganz anderen Welt zu leben und zu arbeiten. Ich kann nur sagen, dass ich bei meinen Einsätzen viel über meine Heimat, die Schweiz, gelernt habe und vielen interessanten Menschen begegnet bin. Damit ist mein Vortrag beendet. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich gern bereit, diese zu beantworten. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich sehe schon einige Finger. Paul, du hast dich zuerst gemeldet und dann Nora und Niklas. Dialog 4. Ich fand's sehr interessant, was du erzählt hast. Ich möchte aber gern noch wissen, wo die Freiwilligen bei den Bergeinsätzen übernachten. Das ist unterschiedlich. Manchmal bei Landwirten in der Nähe, in Pensionen oder in Berghütten. Mir hat dein Vortrag sehr gut gefallen. Ich habe aber noch eine Frage zur Versicherung. Was passiert, wenn man sich beim Einsatz verletzt? Die Freiwilligen, die von einer Organisation vermittelt werden, sind unfallversichert. Mich würde so eine Arbeit auch interessieren. Aber wie ist das mit der Finanzierung? Bekommt man die Verpflegung und die Unterkunft bezahlt? Kannst du was dazu sagen? Ja, gern. Das hängt vom Einsatz ab. Die Fahrt zum Einsatzort müsst ihr selbst bezahlen, aber die Verpflegung und Unterkunft sind in der Regel kostenlos. Oh, ich sehe, da sind noch viele Fragen. Dialog 5. Guten Tag, Frau Schneider. Hier ist Sophie Gerke vom Reisebüro Fernweh. Sie haben gestern angerufen und nach Ihren Reiseunterlagen gefragt. Wir haben leider noch nicht von allen Hotels die Reservierungsbestätigung bekommen, deshalb sind Ihre Unterlagen noch nicht vollständig. In den nächsten 3 Tagen haben wir dann aber alles und schicken Ihnen Ihre Dokumente per Post, so dass Sie spätestens am Samstag alle Unterlagen haben. Wir versenden in der Regel die Reiseunterlagen zwischen 5 und 10 Tage vor der Abreise und die ist bei Ihnen ja erst in 2 Wochen. Sie haben also noch genug Zeit. Falls Sie noch Fragen zu Ihrer Reise haben, dann können Sie mich morgen den ganzen Tag im Büro erreichen. Dialog 6. Liebe Reisegäste, in 10 Minuten erreichen wir unser nächstes Reiseziel. Wir haben dort 2 Stunden Aufenthalt. Sie können einen Spaziergang im Ortszentrum machen oder etwas essen gehen. Am Marktplatz im Zentrum finden Sie 3 Restaurants. Denken Sie aber bitte daran, dass die Restaurants jetzt um die Mittagszeit ziemlich voll sind und es 1 Stunde dauern kann, bis Sie Ihr Essen bekommen. Wenn Sie etwas essen möchten, dann gehen Sie am besten gleich ins Restaurant und machen Sie Ihren Spaziergang nach dem Essen. An unserem Parkplatz gibt es auch ein kleines Geschäft, wo Sie Getränke kaufen können. Pünktlich um 14 Uhr fahren wir weiter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause. Bis später. Dialog 7. Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen im Museum für Kunst und Kultur. Wir möchten Sie auf unsere Sonderausstellung im 2. Obergeschoss aufmerksam machen. Meisterwerke des Impressionismus. In dieser Ausstellung präsentieren wir Ihnen eine Sammlung von Gemälden aus dieser Epoche der Kunstgeschichte. Für unsere kleinen Besucher bieten wir heute und morgen von 10 bis 16 Uhr interaktive Workshops an, bei denen Sie spielerisch die Welt der Kunst entdecken können. Nach dem Besichtigen der Ausstellung möchten wir Sie einladen, unser Museumsrestaurant zu besuchen. Dort erwartet Sie eine Vielfalt an köstlichen Gerichten. Gehen Sie auch in unseren Museumsshop, wo Sie hübsche Souvenirs und interessante Bücher finden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Museum für Kunst und Kultur und danken Ihnen für Ihren Besuch. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das hilft uns wirklich sehr. Wenn dir das Video gefallen hat, hype dieses Video.